Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Update hier aus der Brickworld. Und wie ihr schon sehen könnt, dort hinten auf einer abenteuerlichen Konstruktion hier oben auf dem Aufbau des eckigen Turms steht der Tripod. Der klammert sich jetzt hier so fest, damit die Kamera schön nach hier unten filmen kann. War gar nicht so einfach, das hier festzubekommen. Damit wir heute in diesem Update auch wieder mal im Livestream ein bisschen arbeiten können. Gab jetzt einige Zeit keine Videos. Hatte ich ja im Grund genannt in einem der Community-Posts. Jedenfalls geht es darum, dass wir heute schauen, ob wir da hinten weiterbauen können und auch hier die kleine Stelle bauen können, wo ich ja so ein bisschen die Szene mit Loki und Sylvie einbauen möchte mit der TVA, also beziehungsweise dem TVA-Portal. Und gleich geht es mit dem Livestream los. Wir schauen mal kurz, es warten schon ein paar Leute. Das heißt, ich werde jetzt hier gleich den Livestream starten und dann schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. Innerhalb des Livestreams, dann gibt es wie immer ein Video nach dem Livestream und dann geht es ohne Livestream danach nochmal ein bisschen weiter in diesem Update-Video. Also wir schauen jetzt, dass wir hier diese Lücke weiterbauen und ja, ich bin gespannt, was heute so alles passieren wird. Hier sehen wir jetzt also einen Schnelldurchlauf des Livestreams. Einer hat es in den Kommentaren geschrieben, ein paar haben es mir auch direkt geschrieben, dass es vielleicht eine ganz nette Geschichte wäre, wenn wir das mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf kommentiert noch zeigen. Und ihr seht jetzt hier, wie das Ganze anfing. Und zwar habe ich angefangen zu schauen, wie ich dieses TVA-Portal aus der Loki-Serie, aus der MCU-Serie auf Disney Plus bauen kann. Ich habe erstmal angefangen so mit orangenen Bitlights, die natürlich von meinem Partner Ilmedia Bricks anzufangen. Und damit habe ich ein bisschen rumgetestet mit durchsichtigen Bricks. Es war dann doch nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Also bin ich erstmal übergegangen, hier hinten die Plattform weiterzubauen, eben auf dem der Berg weiter nach oben geht, weil dort soll ja dann auch das TVA-Portal zusammen mit unserer Loki und unserer Sylvie-Figur stehen. Und seht hier, es wird einfach relativ rudimentär aufgebaut mit ein paar Stützen und ein paar 6x8er Plates. Und jetzt teste ich schon mal ganz grob, wo das Portal stehen könnte. Und jetzt ist die Idee gewesen, dass das Ganze am Ende eines kleinen Stück Felsen, es ist keine richtige Schlucht, es ist einfach so ein bisschen eine Einbuchtung im Felsen, stehen soll. Und dann habe ich jetzt erstmal grundsätzlich angedeutet, wie das Ganze aussehen soll, so mit ein paar Bricks Höhe. Und der nächste Schritt ist dann, soweit ich mich erinnere, dass wir genau die Platzierung testen. Natürlich kann es auf der Platte jetzt nicht sein, also baue ich das Ganze nochmal ab auf eine kleinere Plate. Ich glaube, ich sehe es gerade selber nicht mehr so gut, eine 1x4er Plate, glaube ich. Ne, eine 1x6er Plate. Und die soll da so ein bisschen schräg drin stehen. Die Kabel werden unten durchgelegt, nach unten dann unter den Berg. Und das Ganze wird jetzt noch verkleidet mit so ein bisschen Blättern, damit man die Kabel auch wirklich nicht mehr sieht. Und dann war die Frage natürlich, wie machen wir das Ganze? Und ich bin dann übergegangen und habe getestet. Mit so einer ganz normalen Scheibe sieht es tatsächlich sehr, sehr ähnlich aus wie die Portale aus der Serie. Und dann blieb noch die Frage, wie fixieren wir das Ganze dort? Ich habe es mit ein paar Bricks-Techniken oder was auch immer probiert. Da kam dann allerdings raus, dass das nicht ganz funktioniert. Also war die Idee, wir klemmen das Ganze durch verschiedenen Grünbewuchs ein, was mehr oder weniger gut funktioniert hat. Es war doch ein bisschen Fimmelarbeit. Und das Ergebnis sah dann auch ganz gut aus. Auch im Chat wurde mir bestätigt, dass es dann doch besser aussieht als die Sache mit den Bricks. Und dann habe ich aber noch ein bisschen weitergebaut. Wir haben ein bisschen British Brown Plates aufgebaut, noch mehr Grünkram. Einfach um da jetzt so ein bisschen so eine Art Weg zu schaffen, auf dem dann eben unsere beiden Figuren, also Loki und Sylvie, und bis die Loki-Variante stehen können. Dann ging es natürlich weiter mit noch mehr Grünkram und im Chat ging es da noch ein bisschen darum, dass allgemein über Marvel gesprochen wurde. Gibt es ja schon mal doch ein paar Marvel-Fans. Man hat auch gerade, glaube ich, kurz gesehen, dass ich auch inzwischen die Falcon bzw. Captain America Figur aus der Serie habe. Also Falcon wurde jetzt Captain America. Und jetzt seht ihr schon, wie ich Sylvie und wohl auch Loki platziert habe vor dem Portal. War ein bisschen schwierig im Chat, weil man eben die Kamera da oben immer positioniert hatte auf dem Turm und man da jetzt nicht so gut den Blick nach vorne hatte, was natürlich besser wird, denke ich, wenn wir dann umgezogen sind. Aber an dem Moment war ich sehr, sehr zufrieden mit dem, wie es sich entwickelt hat, und sehr viel mehr ist, glaube ich, auch im Livestream gar nicht mehr passiert. Ich habe noch ein paar Fragen beantwortet, noch ein bisschen Grünkram eingebaut, noch mal ein bisschen den Leuten das Ganze gezeigt, und das war dann eigentlich schon der ganze Livestream.
So, der Livestream ist vorbei. Ihr habt jetzt wahrscheinlich gerade so ein bisschen eine Zusammenfassung gesehen mit einem Speedbild von der ganzen Geschichte. Ich weiß gerade nicht, wer mich auf die Idee gebracht hat. Irgendwer hat es in den Kommentaren geschrieben. Ich dachte, wir probieren es einfach mal aus. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob wir die Livestreams weiterhin in Updates vielleicht so ein bisschen zusammenfassen sollen in einem kommentierten Speedbild. Eben auch als Zusammenfassung dessen, was passiert ist. Aber wir schauen uns einfach mal an, was passiert ist. Ihr seht es da hinten schon so ein bisschen orange leuchten. Und tatsächlich, ich habe es hinbekommen, das TVA-Portal zu bauen. Ein bisschen Felsen. Und davor stehen jetzt Loki und Sylvie. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Ich mache mal hier ein bisschen das Licht weg. Dann sieht man das noch ein bisschen besser. Und es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Es sieht ein bisschen orangener aus auf der Kamera, als es in der Realität ist. Aber ich finde, das Ganze fängt das TVA-Portal-Design schon ein bisschen ein. Und ich bin ganz zufrieden damit. Vor allem, wenn wir bedenken, dass hier in der Nähe dann jetzt noch Thor sich befinden will mit seiner Hütte. Glaube ich, ist es eine ganz nette Geschichte, dass hier Loki oder Varianten Loki hier oben ankommt. Was ich aber jetzt auf jeden Fall noch machen möchte, was jetzt außerhalb des Livestreams ist, ich würde gerne hier vorne diese Lücke noch schließen. Ich habe auch schon im Livestream gesagt, dass ich das hier wahrscheinlich wieder ausbaue, denn ich hatte das ja gebaut, weil es so aussah, dass wir das hier eben einige Zeit so haben werden und ich wollte es jetzt nicht so bunt oder offen haben. Aber da wir ja umziehen werden und das Ganze hier noch ein bisschen weitergehen wird, auf jeden Fall, das ist schon klar, werde ich das hier jetzt wieder rausmachen und die Anführungsstrichen wertvollen grauen Steine wieder rausnehmen. Ja, das mache ich jetzt mal und dann schauen wir gleich mal, wie das aussieht, wenn die ganze Lücke hier geschlossen ist. So, wie ihr sehen könnt, ich habe das jetzt hier drin gelassen. Ich habe es einfach nur ein bisschen weitergebaut. Das war mir dann doch zu aufwendig, das hier rauszubauen. Und zu riskieren, dass ich hier... jetzt ist mir doch noch was abgeflogen. Und zu riskieren, dass ich hier einen großen Teil meiner Begrünung verliere. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall die Plattform hier komplett reingezogen. Stützen sind alle drin. Bis zur Kante genau. Und ich habe jetzt hier auch schon ein bisschen angefangen, noch ein bisschen Reddish Brown für den Weg einzubauen. Hier noch ein kleiner Totenkopf, einfach so als Detail. Und auch mit der Begrünung habe ich noch ein bisschen weiter verarbeitet. Und das sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön aus. Man will jetzt natürlich jetzt hier die hässliche Front sehen, aber wie gesagt, wenn wir umziehen, geht es ja hier vorne noch eine Erweiterung geben. Das heißt, hier war es jetzt kein Grund, hier irgendwie schön zu bauen. Was allerdings hübsch wird, meiner Meinung nach zumindest, ist die Begrünung. Die gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und ich werde dafür sorgen, dass wir jetzt hier noch ein bisschen mehr Fels bauen. Und vor allem werden wir auch dafür sorgen, dass hier die Sichtachse bestehen bleibt. Das heißt, ich werde den Fels jetzt vielleicht hierher ziehen und dann theoretisch auf dem nächsten Modul, weil wir werden ja auch eine Erweiterung in die Richtung haben, weiterziehen. Einfach damit hier die Sichtachse zu Loki und auch Loki, also Sylvie, bestehen bleibt und noch ein bisschen begrünen. Und dann, glaube ich, ist das eine ganz schöne Geschichte hier, denke ich. Viel hat sich getan, wie ihr sehen könnt. Und zwar habe ich jetzt eigentlich alles soweit bebaut. Ich habe den Felsen weiter hochgezogen. Sieht man jetzt aus der Perspektive ganz gut. Von da vorne noch nicht so gut, weil eben die Bäume im Weg sind. Aber der Fels wird auf jeden Fall jetzt nicht unbedingt auf der Platte noch sehr viel höher werden. Aber wir werden dann jetzt eigentlich auf der Erweiterung nochmal ein ganzes Stück nach oben gehen. Mein langfristiger Plan ist tatsächlich, dass hier so eine Art Berg entsteht. Aber da schauen wir mal, wohin die Reise führt. Jetzt gehen wir erstmal hier zu den ganzen Details. Also ich habe jetzt hier alles begrünt. Ich habe noch ein paar farbige Blätter, einfach so als heruntergefallenes Laub mit eingebaut. Ich habe noch so ein Bienen... Jetzt fällt mir das Wort natürlich nicht ein. Ihr wisst, was ich meine. Ja, mir fällt es echt nicht ein. Gefunden und dann noch an den Baum gemacht. Fand ich auch noch ganz nett, das Detail. Ansonsten bin ich sehr, sehr zufrieden damit, wie es sich entwickelt hat. Ich finde auch, dass diese dunkelgrünen Büsche hier so ein bisschen mehr Leben mit reinbringen, auch wenn die relativ teuer waren. Aber sie machen das Ganze hier durch ihren anderen Grünton tatsächlich noch ein bisschen hübscher. Und ich denke, das ist eine ganz schöne Szene geworden. Hat jetzt natürlich noch ein bisschen gedauert, weil wie gesagt, Felsenbau, Begrünung ist immer so eine Sache, das dauert immer einige Zeit. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Entwicklung. Und wenn dann hinten die Lücke da hinten noch nach und nach geschlossen wird, da kommt noch unsere Tropfsteinhöhle rein. Der Turm wird natürlich noch höher werden und die Stadtmauer geht da hinten weiter. Dann wird es, glaube ich, eine ganz schöne Ecke hier. Und auch wenn die Hütte noch dazu kommt, dann wird das, glaube ich, sehr, sehr hübsch. Und ich muss sagen, ich bin auch wirklich einfach zufrieden mit dem, wie es geworden ist. Ja, ich werde jetzt hier gleich noch ein paar Fotos machen fürs Thumbnail. Und dann wird das Video hier fertig geschnitten und dann dürfte das morgen, das heißt, für euch ist morgen Dienstag, glaube ich. Ja, Dienstag müsste das sein. Das heißt, Dienstag kommt das Video online und dann schauen wir mal, wie es den Rest der Woche weitergeht.
Ich habe ja schon mal in einem Community-Post geschrieben, warum die letzten Tage nicht so viel kam. Naja. Ja, dann würde ich sagen, Loki und Sylvie sind eingezogen und hier wird das Portal sieht meiner Meinung nach ganz gut aus und Felsen ist dazugekommen und hier vorne ist wieder ein ganzes Stück geschlossen worden. Mir gefällt es, ich hoffe euch auch. Dann sage ich nochmal vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Treue. Die 6500 wurden tatsächlich geknackt, vielen Dank dafür. Und die 1000 auf Instagram sind auch in greifbarer Nähe, auch dafür vielen Dank. Und dann sage ich nur noch, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal hier in der Brickworld und dann tschüss.